Du möchtest dein Gehör verbessern, dann empfehle ich dir, nicht nur auf der Trompete zu trainieren, sondern auch das Mundstück, den Buzzer und auch deine Stimme mit zum Training dazu zu nehmen, damit du dich eben um die Intonation, um die Tonvorstellung, um die Vorstellung, wie klingt denn der Übergang zum nächsten Ton, die Melodie, also mehrere Töne hintereinander, und du wirst sehen, dein Gehör wird sich automatisch verbessern, deine Intonation und letztendlich auch dein Spiel auf der Trompete. Also packen wir es an. Oft ist es ja so, dass man auf der Trompete am Anfang, auch später mit Ansatzproblemen, nicht weiß, was man tun sollte, um einen bestimmten Ton zu spielen. Auch dieses druckstarke Spiel hat meistens den Ursprung in Sachen Unsicherheit oder zu wenig Üben, und da muss man einfach ein bisschen sich dem Thema widmen und auf unterschiedliche Art und Weisen das Problem bearbeiten, damit man letztendlich auch erstens mal Abwechslung hat und sich tagtäglich damit beschäftigen möchte, weil es eben Spaß macht und nicht immer die gleiche routinierte Übung ist, die uns letztendlich dann auch irgendwann langweilt. Also, ich mache es gerne so, dass wenn wir zum Beispiel beim tiefen Ton C starten, na, singe und das Ganze dann auch auf den Buzzer übertrage. Natürlich können wir jetzt weitere Schritte machen, wie zum Beispiel, wir gehen einen Ton nach oben. Nächster Naturton, G1, na. Während ich dann singe, übertrage ich das Mundstück auf den Buzzer, na. Und kann die Zeit immer dazwischen nutzen, na. Wird höher geworden, jetzt gehen wir zum Ausweichton. Na. Das ist immer eine super Übung, um eben sein Gehör zu aktivieren. Man muss ganz genau hinhören, sonst weiß man nicht, was man macht. Solltest du das nicht hören, was die Unterschiede sind, dann stell dir ein Stimmgerät hin, lese ganz genau mit, was dort aufleuchtet, und du wirst sehen, beim Trompetespiel, beim Singen und beim Buzzing, du wirst langsam aktivieren und letztendlich dann das auch ohne Stimmgerät machen können. Benötigst du ein Stimmgerät ganz am Anfang, dann nimm es ruhig dazu, kein Problem. Jetzt gehen wir noch einen Ton höher. Ja. Ich denke, es ist klar geworden, wie diese Übungen funktionieren. Baue das ruhig in dein Trompetespiel mit ein. Spiel dir Melodien vor, versuch die nachzusingen, versuch die auf dem Mundstück zu spielen, versuch sie wieder zu singen und am Ende wieder auf das Instrument zu übertragen. Und du wirst merken, dass es besser wird. Die Melodie passt besser, die Intonation verbessert sich, wie schon aufgezählt. Ich gebe dir noch einen Tipp mit. Merkst du, dass der Hals eng ist und du die Luft nicht los wirst? Mach dein Mundstück von der Trompete ab, die Wasserklappe auf und jetzt tief einatmen. Luft durchs Instrument, durchs offene Mundrohr pusten. Du wirst merken, du gewöhnst dich daran, dass mehr Luft durchs Instrument geht. Mach dein Mundstück wieder drauf, spiel die Melodie nochmal und du wirst sehen, es klingt wesentlich besser. Ich wünsche dir viel Erfolg bei diesen Übungen. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.